einzige Limit ist euer Verstand. Und um den Verstand von seinen Limits zu befreien, ist es so wichtig, Schattenarbeit zu machen. Und die Schattenarbeit sollte wirklich die absolute höchste Priorität sein, besonders jetzt zu dieser Zeit. Dieses Jahr oder auch die darauffolgenden Jahre für alle, die in dem Recording danach kommen, die Schattenarbeit ist elementar für euren Aufstieg. Und jetzt zu der Zeit, wo alle Energien wirklich sich unglaublich schnell in die Realität übersetzen. In einer Zeit, wo unzählige verschiedene Versionen der Erde zusammenfließen in eine und wieder auseinanderfließen in ihre eigene, ist es wirklich wichtig, dass ihr euch eure Schatten anguckt. Es gibt im Moment nichts Wichtigeres, als dass ihr eure Schatten anschaut und euren Rucksack leer macht. Ob die Schattenarbeit irgendwann ändert oder ist das als Mensch ein lebenslanger Prozess? Sagen wir es mal so. Die menschliche Inkarnation hat meistens die Purpose oder die Bestimmung, die Seele zu heilen und der Seele zu helfen, wirklich ihren Rucksack leer zu machen. Die Seele möchte aufsteigen. Die Seele möchte nach Hause kommen oder in die Meisterschaft gehen. Und die Erde hier ist ein Meisterschaftsplanet. Das heißt, auf diesem Planeten werden Meister geboren. Und ein Meister werde ich dann, wenn ich meine Schatten wirklich losgelassen habe und zu Realisierungen und Verkörperungen der Realisierungen komme. Bedeutet, es kann sein, dass Schattenarbeit ein ganzes Leben dauert. Es kommt darauf an, was du dir vorgenommen hast als Seele. Aber aber einmal begonnen, die Meisterschaft zu aktivieren, sprich, jede Seele hat eine Art Mastercode in sich. Und wenn genug Schattenarbeit gemacht wird, aktiviert sich der Mastercode. Der Mastercode ist eine Art Programm, den die Seele jede Seele in sich hat. Der Meistercode oder Mastercode aktiviert sich dann, wenn so viel Schatten ins Licht gegangen sind oder so viele Schatten in Heilung gegangen sind, dass die Seele nur noch aufsteigen kann. Dann aktiviert sich der Mastercode. Und das bedeutet, dass der Aufstieg, der Prozess, ein aufgestiegener Meister zu werden, begonnen hat. Und die Meisterschaft kann sich dann über den Mastercode in diesem oder in den nächsten 3 bis 4 Leben vollständig aktivieren. Das heißt, es nicht mehr viel hin, bis ihr dann wirklich in eure Meisterschaft geht und als aufgestiegener Meister im Club der aufgestiegenen Meister seid. Sobald sich dieser Meistercode aktiviert, endet die Schattenarbeit und dann beginnt die Seele, den Körper des Menschen zu fluten und die Verkörperung der Meisterschaft beginnt. Ab dem Moment ist es auch so, dass das Quantum komplett aufgeschlossen wird. Die Matrix fällt, die Barrieren fallen, die Erinnerungen an alle Inkarnationen kommen zurück und der Mensch beginnt, die eigene Göttlichkeit zu verkörpern und beginnt, seine eigene Quelle zu werden und völlig unabhängig und autark von anderen Energiequellen zu sein und zu leben. Das ist dann, wenn der Meistercode sich beginnt, vollständig zu reaktivieren. Und das ist das Ziel von jeder einzelnen Seele. Und der Hauptgrund, weshalb so viele Seelen auf diese Erde inkarnieren, ist, weil sie ihren Meistercode aktivieren wollen. Und deswegen ist die Schattenarbeit eigentlich das allerhöchste Ziel oder zumindest ein wunderbares Werkzeug, um in ein glückliches, harmonisches Leben zu gehen. Und das sollte eigentlich euer Ansporn sein, weil alles, was euch davon abhält, wirklich ein glückliches Leben zu führen in Leichtigkeit und Harmonie und die Fülle kommt zu euch, wie ihr es wünscht und die richtigen Menschen kommen zu euch immer und ihr habt nur tolle Gespräche und immer seid ihr permanent souverän und in eurer Kraft, ihr seid nie wirklich müde, alles fällt euch in den Schoß. Das passiert dann, wenn eure Schatten weniger werden. Und ich gehe davon aus, dass das spirituelle Kollektiv
ein Kollektiv ist von Suchern und ein Kollektiv ist von Seelen, die nach Antworten suchen und nach Heilung suchen und danach suchen, glücklich zu sein und deswegen in der Spiritualität gelandet sind. Und wenn das auch euer Treiber ist, dann ist Schattenarbeit wirklich elementar. Wenn ihr sagt, ach, ich möchte einfach nur Spaß haben hier und eigentlich habe ich ein schönes Leben, dann könnt ihr euch natürlich frei und wild in der Telekinese austoben und in der Telepathie austoben und im Channeling austoben und einfach loslegen. Aber ist irgendwas nicht harmonisch und ist irgendwas nicht in Ordnung oder es könnte besser sein, dann macht es Sinn, immer in die Schatten zu gehen und wirklich loszulassen und euren Rucksack leer zu bekommen. Aber normalerweise fühlt ihr das. Die Seele kreiert sich immer wieder Herausforderungen und platziert Aufgaben vor sich als Mensch oder vor den Menschen. Immer dann, wenn sie möchte, dass etwas gelöst wird. Und dann genügt es hinzugucken. Es sollte also nicht, nicht der Punkt sein, dass ihr jetzt auf Schattenarbeitssuche geht, nach dem Motto, was können wir denn jetzt bearbeiten, damit ich den Meistercode aktiviere, sondern es sollte wirklich darum gehen, wenn was auftaucht oder wenn es Ungereimtheiten oder Disharmonien und Disbalancen in eurer Realität gibt, dass ihr mit all dem Wissen des Kurses Hand anlegt und als Quantum Master beginnt zu agieren und sagt, warte, so und so und so sind die Realitäten, das und das sind die Punkte, der Verstand ins Herz, über die Herzkohärenz beginnen meine Frequenz zu erhöhen und dann zu schauen, was ist denn hier überhaupt los, wie kann ich denn die Dinge wirklich in Klarheit bringen. Die Frage war auch nochmal hier gewesen, wie man sich den Verstand vorstellen kann und wie man sich das Herz vorstellen kann. Und ich sage hier, es gibt keine Grenzen der Fantasie. Der Verstand muss sich nicht vorstellen, irgendjemand oder irgendwas zu sein. Wenn ihr aber Visualisierungen braucht, dann stellt euch Farben vor. Stellt euch Bällchen vor, die zum Beispiel ein Farbbällchen oder ein weißes Bällchen, ein schwarzes Bällchen, was nach unten wandert und in ein anderes Bällchen sich hinein integriert. Ihr könnt euch, wenn ihr Kuchen mögt, sogar auch vorstellen, wie ein Stück Kuchen in den großen Kuchen hineinploppt und wieder einen ganzen Kuchen bildet. Ihr könnt euch vorstellen, wie zum Beispiel Farben miteinander vermischen, eine Herzfarbe und eine Verstandesfarbe. Ihr könnt euch sogar vorstellen, wie euer Gehirn in euer physisches Herz rutscht und auf einmal Herz und Gehirn eine lustige Synchronisierung bilden. Kurz gesagt, es ist wurscht. Es ist wurscht, Hauptsache, ihr geht den Schritt und die Intentionen sind das, was zählen. Und aus einer Intention sollte auf jeden Fall auch dann ein Gefühl folgen. Es geht also nicht darum, blanke Visualisierungen zu machen, sondern ihr solltet beginnen, das zu fühlen, was ihr tut. Und in dem Moment, wenn ihr beginnt, etwas zu fühlen, in dem Moment beginnt ihr auch so zu schwingen. Und wenn ihr so schwingt, dann gilt es, die Schwingung zu erlauben. Und hier kommen wir zur nächsten Frage. Hier war die Frage, ob ich noch mal ein bisschen mehr zum Thema Erlauben sagen kann. Erlauben bedeutet, einen höheren Zustand, der absolut normal ist, aber bisher nicht zugelassen wurde, zu erlauben. Wisst ihr, die Wahrheit ist, dass die Seele glücklich ist. Und all das, was für den Menschen so furchtbar ist, jede Challenge, die der Mensch hat, ist für die Seele pures Glück und Neutralität. Nichts, was den Menschen stört, stresst oder aus der Bahn wirft, berührt jemals die Seele. Der Mensch urteilt, der Mensch hat ein Problem, der Mensch klassifiziert und packt in Boxen, der Mensch ist in Dualität, nicht die Seele. Die Seele existiert und hat immer existiert und erfährt sich durch verschiedene Aspekte von sich selbst. Und einer der Aspekte ist der Mensch. Und alles, was von dem Ursprungszustand von Ich existiere und purer Freude abweicht, ist ein Fraktal der Seele, wie der Mensch es ist. Das bedeutet, Freude ist eigentlich ein Urzustand. Und diesen Urzustand gilt es eigentlich zu erlauben. Aber der Mensch hat so viele Ideen und Limitierungen und Konzepte, mit denen er sich erzählt, warum er nicht glücklich sein kann.
warum er sich nicht freuen kann, warum das Leben nicht leicht sein kann, warum er denn nicht in Fülle leben kann, warum er denn das und das nicht verdient hat oder etwas nicht kann, warum er denn noch kein Quantum Master ist, zum Beispiel. Und hier kommt das Thema Erlauben. Erlauben bedeutet, jedes Limit einfach loszulassen. Und natürlich könnt ihr jetzt sagen, ja Lia, aber einfach loslassen, so einfach ist das nicht. Ja, weil ihr die Illusion habt, dass es schwer sein muss. Hypnose-Codes, richtig. Wirklich einfach loslassen. Und wenn ihr nicht loslassen könnt, dann habt ihr die Idee, dass es schwer ist. Und wenn ihr das nicht loslassen könnt, dass es schwer sein muss, dann stellt euch die elementare Frage, warum muss es dann schwer sein? Warum muss ich dann daran glauben, dass mein Leben immer hart erarbeitet sein muss? Und wenn dann die Antwort ist, ja, aber meine Großmutter, die hat das auch immer gehabt. Ich habe das von meinen Ahnen, weil ich habe das in der Genetik. Dann sage ich nein. Nein, ihr habt euer Bewusstsein. Und euer Bewusstsein geht über die Genetik. Die Genetik ist der Transmitter eures Bewusstseins. Und ihr wählt euer Bewusstsein. Und alles, was ihr machen müsst, ist einfach nur Entscheidungen treffen als Mensch. Und wenn ihr die Entscheidung trefft, dass es jetzt einfach gut ist und dass es jetzt leicht sein darf und dann beginnt diese Entscheidung zu verkörpern, das heißt nicht, ich entscheide mich, dass es leicht ist, aber dann immer wieder schwer machen, sondern wirklich loslassen und sagen, nein, es darf jetzt leicht sein. Und dann beginnt ihr zu visualisieren und zu fühlen und zu imaginieren, wie es denn wäre, ein Leben in Leichtigkeit zu haben. Wie es denn wäre, etwas leichter zu einem kommen zu lassen. Hier habe ich auch nochmal die Fülle-Klinik zum Beispiel. Und es kommt die Fülle-Klinik 2.0, wo sich um diese Hypnose-Codes kümmert. Dann gerne da mal abtauchen und einfach mal reingucken. Oder auch die Vibe Masterclass. Auch nochmal ganz, ganz toll in der Basis hinsichtlich Schattenarbeit und Frequenzerhöhung. Aber auch hier in dem Quantum Master Kurs habe ich ganz, ganz viel dahingehend gesagt. Erlauben bedeutet den Zustand zulassen, der eigentlich natürlich ist. Und der natürliche Zustand der Seele ist Leichtigkeit, ist Licht, ist Liebe, Freude, ich existiere und pure Kreation. Und wenn ich zum Beispiel sage, erlaubt das Licht eures Herzens, bedeutet das, diese Codes einfach fließen zu lassen und in diese Codes hinein oder in diese Codes abzutauchen, hineinzutauchen. Einfach zu erlauben, dass es euch gut geht. Und einfach mal zum Thema Schattenarbeit gehört das dann auch, einfach mal reinzufühlen, warum erlaube ich denn nicht? Und dann mal zu gucken, könnte es jetzt wirklich sein, dass es gut ist? Und dann eure Kreatorenkraft in die Hand nehmen und wirklich aus der Kraft eures Herzens entscheiden. Ich möchte jetzt, dass es mir gut geht und ich erlaube hier ein glückliches Leben und trete mir endlich aus dem Weg und höre auf, mir Geschichten zu erzählen oder Konzepte zu bespielen, die schon längst veraltet sind. Okay, wunderbar. Dann gucken wir nochmal. Also kurz nochmal zurückzukommen, ob die Schattenarbeit irgendwann endet. Ja, die Schattenarbeit endet irgendwann dann, wenn ihr wirklich euch vollkommen entschieden habt, glücklich zu sein und alles aus dem Weg zu räumen, was euch davon abhält und euren Rucksack leer zu machen, und dann endet die Schattenarbeit. Und dann, meistens dann, aktiviert sich sogar der Mastercode. Und das ist wirklich richtig, richtig, richtig gut, wenn sich der aktiviert irgendwann, weil dann beginnt die wahre Leichtigkeit. Okay.